Ich zeige dir heute, wie du ganz einfach und schnell einen magischen Ring häkeln kannst. Und das versuche ich mal ungeschnitten und so gut wie live hier zu zeigen. So sieht es am Ende mit der ersten Masche aus. Und nimm dir einfach ein bisschen Wolle und mach direkt mit. Ich zeige dir das jetzt ein paar Mal und am Ende bin ich sicher, dass du das auch alleine hinkriegst. Wir starten mit einem Faden. Das Ende lassen wir hier in der rechten Hand und die lange Seite, das lange Ende der Wolle hier links. Und dann, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, legst du diesen Anfangsfaden hier um den kleinen Finger, einmal um den Zeigefinger rum und nochmal so um den Daumen gewickelt. Und jetzt kann ich das Ende hier festhalten und mit der Nadel hier drunter gehen, um den Faden für den magischen Ring zu holen. Jetzt stecke ich hier einmal durch und mache die Masche hier rein, damit es fest ist. Und dann habe ich den magischen Ring in der Hand, mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Ich zeige das aber jetzt noch mal ein bisschen langsamer. Also, wir lassen den Faden hier lang, legen den um den kleinen Finger hier durch, um den Zeigefinger so rum, und den können wir hier auch etwas länger lassen, wickeln den einmal um den Daumen. Wenn der hier lang genug ist, ich kann mir den dann auch zum Festhalten hier zwischen die Finger legen. Wichtig ist, dass ich diese Schlaufe hier hinbekomme. Hier ist es zweimal rumgewickelt für den magischen Ring und dann gehe ich hier mit der Nadel drunter, hole mir den Faden durch und damit es am Anfang fest ist, gehe ich dann noch einmal durch. Dann halte ich den hier oben fest, den Faden, und habe den Ring. Ich werde es gleich nochmal zeigen. Jetzt siehst du erstmal, wie man die Maschen hier hinein häkelt. Also wenn ich den Ring jetzt so weit habe, dann häkeln wir auch hier die erste Masche hinein. Ich hole den Faden hier durch und mache die Masche rein. Im Normalfall oder in den meisten Fällen werden immer 6 feste Maschen hier reingehäkelt. Das machen wir jetzt einmal, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste feste Masche. Jetzt kann ich hier diese Schlaufe erstmal ein bisschen größer lassen und dann kann ich den Ring nämlich am Ende, an dem Anfangsfaden quasi zuziehen. So, noch ein bisschen hier rum, dass es rund wird. So. Und so fangen dann die meisten Kreise an. So starte ich zum Beispiel ein Körbchen, kann man so anfangen. Das ist so der magische Ring. Jetzt gehe ich in die erste Masche rein, kann den Ring mit einer Kettmasche zumachen oder ich häkel in Runden weiter. Das geht natürlich auch. So. Wenn ich jetzt weiter häkle und in die erste Masche rein möchte, das, was oft vergessen wird, oder die erste Masche, die ist sehr oft sehr eng hier vorne. Das heißt, da gibt es einen kleinen Trick oder an was man denken sollte. Ich mache den jetzt noch einmal, den Anfang hier von dem magischen Ring. Also wir legen uns das nochmal hier über den kleinen Finger, um den Zeigefinger,
um den Daumen herum, halten uns das hier schön fest, gehen mit der Nadel hier drunter, holen uns hier diesen Faden und noch einmal, dass der Ring schon mal fest ist. So, und was jetzt hier wichtig ist, wenn du anfängst, die erste Masche zu häkeln, einmal hier drunter und die feste Masche holen. Wichtig ist, dass die erste Masche relativ locker gehäkelt wird. Also nicht zu feste ziehen, sondern gucken, dass die erste Masche ein bisschen lockerer ist, als man das im Normalfall häkeln würde. Denn dann, wenn wir einmal den Ring mit festen Maschen gehäkelt haben, machen wir jetzt nochmal 3, 4, 5 und 6. Dann ziehen wir den zu. So. Jetzt sehen wir hier diese 6 Maschen. Die erste, 2, 3, 4, 5. Hier oben ist die 6. oder die erste in dem Fall. Manchmal ist es halt schwer, hier reinzukommen, wenn ich jetzt weiter häkeln möchte. Ich kann das hier noch ein bisschen öffnen mit der Nadel zum Beispiel, dass man das ein bisschen weiter macht. Wir haben den ja jetzt die Masche ein bisschen lockerer gehäkelt. Das heißt, hier kommt man dann relativ gut durch. Wenn die zu eng ist, die erste Masche, ist es sehr schwer, manchmal da reinzukommen. Deswegen ein kleiner Tipp, immer dran denken, dass die erste Masche sehr locker gehäkelt wird. So, wenn ich jetzt hier weiter häkel, ich kann eine Kettmasche machen, dann ist der Ring geschlossen. Oder ich häkel in Runden weiter, dann geht es einfach ohne Kettmasche in Spiralrunden weiter. Und diesen Anfangsfaden, den ich dann hier noch habe, damit ich den hinterher nicht vernähen muss, lege ich mir den hier um die Nadel drum und mache jetzt meine nächsten Maschen hier rein. Wie auch immer die dann sein werden. Vielleicht mache ich jetzt 2 feste Maschen in jede Masche, damit der Kreis erstmal ein bisschen größer wird. Das heißt, hier kann ich auch direkt den Anfangsfaden mit einhäkeln. Dann kann ich nochmal in die erste Masche gehen, den Anfangsfaden wieder mit drin lassen. So, und das macht man dann die ganze Runde und dann wird der Kreis immer größer. Den Anfangsfaden lasse ich, ja, für 5 oder 6 Maschen kann ich den immer mit verhäkeln und am Ende kurz abschneiden und dann brauche ich den schon mal nicht mehr zu vernähen, dass der fest ist. Dann habe ich mir schon einen Schritt am Ende gespart. So, und das wäre es auch schon mit dem magischen Ring. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen und damit wir es noch einmal in einer anderen Farbe sehen, zeige ich dir das nochmal mit der rosa Wolle. Und danach bin ich sicher, dass du das auch alleine sehr einfach hinbekommst. Also, wir legen den Faden um den kleinen Finger hier hinten einmal durch, um den Zeigefinger und jetzt um den Daumen. Den Anfangsfaden kann ich gerne noch länger lassen. Halt mir den fest, gehe hier drunter mit der Nadel. Hole den Faden einmal hier durch und dann, weil der hier so schön gespannt ist, hole ich mir den nochmal hier durch. Dann nehme ich mir das hier vom Daumen ab und habe diesen Ring, halte mir den hier mit den beiden Fingern fest und jetzt gucke ich, dass dieses, was jetzt hier auf der Nadel ist, auch hier schon ein bisschen lockerer lassen. Einfach durchgehen. Die erste Masche, die erste feste Masche hier zum Beispiel häkeln, gucken, dass die schön locker ist, dass man da hinterher gut durchstechen kann, um weiter zu häkeln. Das machen wir nochmal. Und je öfter man das macht, desto sicherer wird man da auch und am Ende klappt das ganz schnell und einfach. Und diese Art von dem magischen Ring verwende ich auch
für meine ganzen Häkelfiguren oder die Amigurumi-Figuren und Teile und Essenssachen und Gegenstände. Und jetzt haben wir hier 6 feste Maschen wieder drauf. Ich ziehe den an dem kurzen Ende, ziehe ich das zu. Wenn ich das hier fest genug ziehe, habe ich auch gar kein Loch mehr in der Mitte, dann ist er schön zugezogen. Und dann kann ich auf jeden Fall nochmal zählen, die Maschen. Hier ist die erste, 2, 3, 4, 5, 6. Dann weiß ich, wo ich reinstechen muss. Das ist dann genau hier. Und wenn wir die schön locker gelassen haben am Anfang, dann kommt man hier auch relativ einfach rein. Wir verhäkeln den Anfangsfaden wieder mit. So. Nochmal eine feste Masche. Und dann geht es weiter, je nachdem, was ich häkeln möchte. In Spiralrunden oder in geschlossenen Runden. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und beim nächsten Mal auch wieder einschaltest.